Kennst du die Wahrheit, warum dein Gehirn schon gleich zu Anfang abschaltet, wenn du ein Online-Business starten möchtest? Ich war zu Anfang völlig geflasht von all den Informationen, die mir alle möglichen Online-Gurus, Coaches und Guides um die Ohren geschlagen haben. Ich habe Instagram geguckt, ich habe YouTube geguckt, ich habe gegoogelt nach neuen Informationen. Auch wenn ich vor ganz langem schon oder vor längerem schon mal ein Online-Business hatte, in den letzten Jahren hat sich so viel verändert, dass ich mich auch erstmal wieder in das Thema einarbeiten musste. Und ganz ehrlich, ich war so geflasht, da fliegt mir der Kopf weg. Unterhalten wir uns drüber, wie ich dieser Falle entkommen bin. Schon nach wenigen Wochen und vielen Recherchen, wo mir einfach nur noch der Kopf gequalmt hat und ich das Gefühl hatte, wie soll ich das eigentlich alles schaffen? Was soll ich denn da alles noch machen, um so ein bisschen Online-Business aufzubauen, war mir klar, ich muss zu dem Thema meine eigenen Wege finden. Ich kann mich nicht mitreißen lassen von all den Tausenden von Tipps, Vorschlägen und Ratschlägen und jeder Guru, jeder Online-Coach erzählt dir irgendwas anderes, so wird das nichts. Für mich war klar, ich fange erstmal mit nur 2 Plattformen an, auf die ich mich dann konzentriere. Als allererstes habe ich meine Webseite pastellnatur.de gebaut. Das hat mich schon ein paar Wochen gekostet, bis ich die so weit hatte, dass es mir gefiel, dass die Inhalte gepasst haben, dass es informativ war und auch ansprechend. Und als nächste Plattform habe ich mich für YouTube entschieden. YouTube hat den riesen Vorteil, dass du Werte schaffst. Instagram ist auch toll, aber nicht so ganz meins. Ich habe festgestellt, ich hab den Nerv nicht, jeden Tag da 3 Posts zu posten, um dann irgendwie gesehen zu werden, um sichtbar zu werden. Und auch jeden Tag da zu sitzen und zu überlegen, was poste ich denn da jetzt überhaupt? Mir fällt gerade gar nichts ein. Also natürlich habe ich ganz viel zu sagen zu dem Thema, aber die Anforderungen an Instagram-Posts und Reels und Stories, die sind schon eigen. Da muss man sich mit befassen und da muss man tagtäglich, am besten mehrmals posten. Momentan habe ich dazu den Nerv nicht und auch die Zeit nicht, kann das im Moment nicht leisten, was nicht heißen will, dass ich das nicht irgendwann mache. Ich habe mir ein Instagram-Profil erstellt, habe ein bisschen was abgelegt und habe schon nach kurzer Zeit gemerkt, das ist mir jetzt im Moment, in der jetzigen Phase meines Online-Business-Aufbaus, ist mir das einfach zu viel. Dann ist mir an der Stelle YouTube deutlich lieber. YouTube hat den riesen Vorteil, dass du Werte erschaffst. Werte, die über Jahre brauchbar sind. Das ist sogenannter Evergreen-Content. Ja, also Videos, die ich jetzt drehe, Erklärungen, die ich jetzt gebe auf YouTube und die Arbeit, die ich mir jetzt mache, die ist noch in Jahren brauchbar. Die ist noch für ganz lange Zeit, bringt die mir noch was ein. Ob es Sichtbarkeit ist, ob es Verkäufe sind, es bringt allen Zuschauern was, weil an den Inhalten ändert sich ja nichts. Also Pastellporträts zu malen, ich glaube nicht, dass sich die nächsten Jahre da was ändern wird. Du kannst das immer wieder anschauen und auch meine vielen Tipps und Tricks und Erläuterungen, wie ich mein Online-Business aufgebaut habe und die Möglichkeit, dass du dir das abschaust und es einfach nachmachst, die sind über Jahre gegeben. Wenn ich das auf Instagram mache, erkläre ich das in so einem Post, in einer Story, in einem Reel. Gerade Stories, die halten 24 Stunden, dann sind die weg. Und dann sieht sie keiner mehr und dann bist du genötigt, schon wieder eine neue Story zu machen. Das ist mir zu stressig. Deshalb setze ich momentan ganz klar, noch relativ am Anfang meines Online-Business, auf die Plattform meine Webseite, ja, wo du alle nötigen Tools findest, alle Erklärungen findest. Auch die Vertriebskanäle habe ich über diese Webseite aufgebaut, in Form von Freebies, also kostenlosen Angeboten, die du dir erstmal downloaden kannst, um den Einstieg zu finden, bis hin über Minikurse und größere Kurse, die ich auf der Webseite noch ablegen werde, die ich dort erläutern werde, die ich dort auch verkaufen werde. Das alles findest du auf meiner Webseite. Auch diese Webseite hat Bestand. Die erstellt man, die pflegt man zwar auch regelmäßig, weil sich auch Dinge ändern. Aber das ist nicht so, dass man die erstellt, die steht dann einen Tag da, die ist einen Tag da, am nächsten Tag ist es schon wieder weg. Das ist irgendwie nicht das Konzept, was mir gut gefällt. Deshalb momentan ganz zu Anfang bei mir, es gibt eine Webseite, pastellnatur.de und es gibt meinen YouTube-Account, der nennt sich auch logischerweise Pastellnatur. Und diese 2 Kanäle baue ich jetzt erstmal aus. Aktuell bin ich dabei, mehrere kleine Minikursangebote zu erstellen, um dir einen Einstieg zu ermöglichen.
in das Thema, ohne dass das jetzt gleich viel kostet. So ein Minikurs, das weiß ich noch nicht, der wird irgendwas zwischen 10 und 15 Euro kosten. Da werde ich schon sehr umfangreich an kleinen Beispielen erklären, zum Beispiel wir malen gemeinsam einen Hund, wir malen gemeinsam einen Fuchs, werde ich genau erklären, wie man diese Pastellporträts malt. Dann zeige ich dir im Detail, wie du das machst. Und im ganzen Umfeld auf meinem YouTube-Kanal und auf meiner Webseite gibt es Informationen, wie du diese von dir gemalten Bilder dann auch verkaufen kannst. Ob du ein Online-Angebot draus machst in Form eines Minikurses, so wie ich das auch mache, dann filmst du das Malen einfach mit und erklärst, wie du das machst. Und dann kannst du dieses Video anschließend oder diesen Kurs, den du daraus baust, anschließend auch online verkaufen. So hast du also aus deiner Malerei, aus dem Malen von Bildern, ganz schnell digitale Angebote erstellt, die du in deinem Online-Business verkaufen kannst. Ganz zu Anfang hatte ich eigentlich den Plan, habe ich mich geradezu drauf gestürzt, zu sagen, ich mache jetzt direkt einen großen Malkurs, da muss alles rein von Anfang an bis zum Ende. Und da habe ich mir ein bisschen viel vorgenommen. Als ich damit dann angefangen habe, habe ich festgestellt, dass das natürlich richtig viel Arbeit ist. Also da muss man Stunden um Stunden reinstecken. Und ja, der Haken an der Sache ist, ich weiß überhaupt nicht, ob es am Ende jemand kaufen wird. Also ich habe Stunden um Stunden in so einen Online-Kurs gesteckt, habe den toll aufgebaut, prima gemacht, anspruchsvoll, habe mir überlegt, was der kosten soll, was man dafür verlangen, wie die Inhalte sind. Die sollen ja auch schon so sein, dass du unheimlich viel oder möglichst viel mitnimmst in so einem großen Kurs. Der wäre dann natürlich auch etwas teurer, den gibt es nicht für 10 oder 15 Euro. Und dann habe ich das aber wieder gestoppt. Weil ich gemerkt habe, ich mache mir jetzt nicht diese ganze Arbeit, ohne im Vorfeld zumindest annähernd zu wissen, dass ich den später verkaufen kann. Dann kam mir die Idee mit diesen Minikursen. Das ist mittlerweile auch eine übliche Art, eine gängige Praxis im Online-Business, Minikurse anzubieten, weil das ist so eine Win-Win-Situation. Da haben beide was davon. Ich habe mit so einem kleinen Minikurs nicht ganz so viel Arbeit und du bekommst einen Kurs und einen ersten Einblick. Du kannst ja also schon mal einen Vorgeschmack holen für nur ein paar wenige Euro. Und das ist für mich ganz klar eine Win-Win-Situation. Da haben beide was von. Ich bekomme ein bisschen was für meine Arbeit, für das Erstellen dieses Online-Kurses. Und du kannst für kleines Geld, für einen kleinen Kurs, den du auch schnell gemacht hast, ja, die einzelnen Module sind in der Regel dann eine Viertelstunde, eine halbe Stunde lang. Da sind 4, 5 Module drin. Das heißt, über ein paar Stunden hast du diesen Kurs durchgearbeitet und hast dein erstes tolles Pastellbild gemalt mit der Anleitung aus diesem kleinen Online-Kurs. Und das ist eine Win-Win-Situation. Da haben beide was von. Das lohnt sich für dich, das lohnt sich für mich, weil mein Aufwand auch bezahlt ist an der Stelle. Und dann sind wir beide happy und haben Spaß daran. Ich stehe ja mit meinem YouTube-Kanal hier noch ziemlich am Anfang. Da gibt es noch nicht ganz so viele Inhalte. Momentan versuche ich so in der Woche ungefähr 2 Videos hinzukriegen. Also ein Video zu dem Thema Business, Online-Aufbau. Wie vermarktest du deine Kunst, deine Fähigkeiten, die du hast, wenn du nicht malst? Du kannst das ja auch mit anderen Dingen umsetzen. Das ist alles analog. Da spielt es keine Rolle, was du genau anbietest. Ja, das müssen ja keine Bilder sein. Du musst auch nicht malen. Wenn du gerne malst, dann nimm mein Angebot an. Mach das genauso wie ich auch. Mach es einfach nach. Ja, meine ersten Verkäufe, die habe ich schon. Ich habe ein E-Book geschrieben, das verkauft sich auch. Das verkauft sich richtig gut. Also ich verkaufe dieses E-Book mehrmals in der Woche. Den Link lege ich dann noch mal unten im Video ab. Ja, und dann baust du das alles, was ich da baue, einfach nach. Ich werde dir Schritt für Schritt zeigen, wie ich das alles einzeln im Detail aufgebaut habe. Und dann kannst du dich daran orientieren. So, wenn du jetzt Lust hast, mit mir gemeinsam so ein Online-Business aufzubauen, dann sei so lieb, like mir meinen Kanal, abonniere mir meinen Kanal. Das ist wichtig, damit meine Inhalte von YouTube auch ausgespielt werden, sonst sieht mich keiner. Und wenn der Kanal völlig erfolglos ist, naja, dann habe ich die Befürchtung, dass ich dann irgendwann auch keine Lust mehr habe. Also hilf mir dabei, bei der Stange zu bleiben und diesen YouTube-Kanal aufzubauen mit vielen, vielen interessanten und tollen Inhalten. Ich danke dir schon jetzt. Mach's gut, bis zum nächsten Walk and Talk. Wir sehen uns. Liebe Grüße.